herzlich willkommen. Mein Name ist Kathi und ihr seid auf meinem Kanal Kathis Diamond Story. Ja, ich habe meine Häkelsachen bereitgelegt und wollte euch noch kurz meine kleinen Projekte zeigen. Es ist ein Tuch und ein Schal, würde ich mal sagen. Obwohl, vielleicht ist es auch ein Loop, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Das Tuch lege ich mal rüber. Können wir uns gleich anschauen. Ich hatte jetzt eigentlich 3 Sachen in Arbeit. Eins ist fertig, das Tuch und die Jacke für euch bin ich ja gerade am Vorbereiten. Da kann ich euch auch nachher noch mal ganz kurz was zeigen. Als erstes ist hier der Loop soweit fertig. Den hatte ich hier aus dem Hobbygarn, was meine Schwester mir geschenkt hatte, gehäkelt. Für eine 3er bis 4er Nadel, Häkelnadel 5er geeignet. 98% Baumwolle und 2% Polyester. Und eine Lauflänge von 75 Meter. Das sind jetzt 3 Knäule reingewandert. Ihr seht es am Colorcode, zweimal ein hellgrün und einmal ein dunkles Grün. Ja, genau. Die Banderolen lege ich kurz rüber. Hier seht ihr es, waren wir das letzte Mal. Und jetzt bin ich verkehrt rum, so rum gehört es. Also hier waren wir das letzte Mal. Und der hier ist sozusagen dazu gekommen. Ich habe jetzt mal alles so dran gelassen, dass ihr seht, hier habe ich den Faden gewechselt. Genauso wie hier. Das schneiden wir gleich noch ab. Und hier ist auch noch mal der Anfangsfaden drin. Ja, ich habe mir das so zusammen gehäkelt nachher, damit das so fällt wie bei so einem Stirnband, so ein bisschen über Kreuz, damit das am Hals ein bisschen dichter ist. Das passt sozusagen schön über den Kopf und man kann es als einen kleinen Schal anziehen. Das hat mir ganz gut so gefallen. Den kann auch meine Tochter anziehen und wenn sie ihn nicht mag, werde ich ihn anziehen, einfach fertig. Gefällt mir aber so ganz gut, auch dadurch, dass das ein bisschen breiter ist, finde ich den so sehr hübsch. Ich hätte jetzt noch hier das andere Grün, also das dunklere Grün hier noch mit dazu nehmen können. Das habe ich aber jetzt nicht gemacht. Ganz einfach aus dem Grund, weil es mir so gereicht hat. Ich mag das nicht, wenn das so extrem locker am Hals ist. Aber ich mag es auch nicht, wenn es zu fest ist. So war genau passend für mich. Deswegen fand ich das so schön. So, alle Fäden abgeschnitten. Unser Maschenmarkierer kann raus. Dann kann ich euch mal noch das Muster kurz erklären. Und dann kann ich euch auch kurz zeigen, wie ich den zusammengenäht habe vorne. Dass das über Kreuz geht. In eine Schleife. Also Maschenmarkierer fertig. Und dann hier seht ihr es, hier ist die Naht. Ich bin hingegangen und habe hier meine 2 Sachen sozusagen einfach übereinander gelegt. Seht ihr es? Die habe ich dann einfach so ineinander geschoben. Ecke auf Ecke und dann ineinander. Ja, und dann fällt das halt. Also ich finde das so sehr hübsch. Dann ist es auch, wenn man den anhat. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass das so am Gesicht und so ein bisschen oder am Mund so ein bisschen kitzelt und so. Und das ist hierdurch, ist das halt nicht. Ja, das vermeidet man dadurch, weil das ja schon so ein bisschen schräg zusammengeht.
Ja, das Muster ist ein ganz einfaches Muster. Es wird eine Reihe feste Maschen gehäkelt und dann werden sozusagen 3 Stäbchen gehäkelt und oben dann zusammengenommen. Kann ich euch ja gerne mal zeigen, wenn ihr das wünscht. Aber nur wenn es gewünscht ist. Ich denke aber mal, ihr wisst auch, wie es funktioniert. Denn das ist so kein schweres Muster. Aber es macht, finde ich, schon ein bisschen was her. Also es sieht ganz gut aus, finde ich. Das Ganze habe ich gehäkelt mit der Vierernadel. Ja, mit der häkle ich auch mein Tuch weiter. Das ist hier. Die Tasche brauchen wir gleich nochmal. Hier kam jetzt nicht so viel zustande, weil ich hatte einen Fehler drin und dann habe ich wieder die Hälfte aufgezogen. Die Hälfte eigentlich so weit wie wir waren und dann, ja, den Rest, den ich gehäkelt hatte, habe ich dann aufgezogen, weil ich einen Fehler, wie gesagt, drin hatte. Und dadurch, dass das so ein bisschen Zellmuster ist, hat sich das halt nach oben hin durchgezogen, der Fehler. Ich konnte ihn aber auch nicht kaschieren und deswegen musste ich hingehen und die Sachen aufziehen. Ja. Ihr seht es, wir sind im Farbwechsel drin, von dem Grau in das zarte Lila. Ich weiß gar nicht, wie heißt der Lila? Oder das Oleander. Oder Erika. Hier ist mal die Farbzusammenstellung. Romantika von den Märchengarn. Ist ein Vierfach Bobbel. Finde ich aber sehr schön, wenn man den so sieht. Finde ich, passt zu jeder Jahreszeit. So, wie ihr seht, das Tuch startet hier unten an der Spitze und man arbeitet nach oben. Und wir waren hier bei dem letzten Mustersatz sozusagen, also hier bei ihm. Und jetzt kam halt nur ein Mustersatz dazu. Ja, manchmal ist das halt so. Da muss man die Sachen nochmal aufziehen. Hätte ich es kaschieren können, irgendwie hätte ich es wahrscheinlich getan, aber ja, es ging leider nicht. Ja, aber so gefällt mir das Muster gut. Auch von dem Verlauf bisher jetzt, von dem Tuch. Das ist schön. Wirklich. So, die Nadel hatte ich euch ja schon gezeigt. Dann machen wir mal hier fest, dass wir wissen, wo wir waren. Ja, wie gesagt, es war ja Halloween und der Feiertag aller Heiligen. Aber den Tag habe ich auch genutzt, habe nicht an diesen Projekten weitergearbeitet, sondern ich habe für euch an der kleinen Sternenjacke weitergearbeitet. Und ja, die ist schon, ich zeige es euch jetzt nur in der Tüte, gut gewachsen. Und ich denke mal, dass da, mir fehlen jetzt noch, ich glaube, 3 oder 4 Reihen. Und dann ist es fertig. Auch das Video dazu ist dann fertig. Also ich muss noch jetzt ein bisschen sozusagen die 3, 4 Reihen machen. Dann kommt diese Abschlusskante und dann muss ich das Video noch bearbeiten und dann ist es soweit fertig. Und das heißt, dass ihr hoffentlich schaffe ich das bis Donnerstag, dass ihr am Donnerstag dann das Video zu der Jacke bekommt. Ja. Und weil ich die Jacke ja für meine Tochter häkel, hat die auch eine gewisse Größe. Und deswegen hat das halt ein bisschen Zeit in Anspruch genommen. Aber gut, das ist ja nicht schlimm. Ich denke mal, dafür habt ihr Verständnis, weil ihr wartet ja auch auf die kleine Anleitung, wie ich es gehäkelt habe.
Und da mussten halt andere Projekte ein bisschen zurückstecken. Nichtsdestotrotz habe ich eins fertig bekommen. Trotzdem. Auch wenn es nur ein kleines ist, um Gottes Willen. Ja, wenn ich die Jacke dann soweit fertig habe, denke ich mal, dass ich danach mit dem Topflappen starte. Aber jetzt hat erstmal die Jacke Priorität, damit ihr auch was habt und ich nicht immer nur sage, ja, ja, ich mach's, sondern dass das dann auch gemacht ist für euch. Freue ich mich ja drüber. Ja, das war ein kleines, kurzes Video. Gab halt leider nicht so viel. Nichtsdestotrotz hoffe ich trotzdem, es hat euch gefallen. Mir ist gerade hier bei meinem Tuch schon wieder ein Fehler aufgefallen. Deswegen war ich gerade still. Ich habe hier meinen Zwischenraum vergessen. Da fehlen mir Maschen. Na gut. So, dann, das geht nicht anders. Das muss ich aufmachen. Nee, ich mache gerade unseren Markierer raus. Kommt darüber gelegt. Ach, das Gebimpel hier. So. Und auf ein neues. Also so oft, wie ich das Tuch leider schon aufgezogen habe, habe ich noch kein Tuch aufgezogen. Oje, 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 oje. Aber gut, es ist halt so. Ich wollte es ja mal probieren. Und ich meine, das Muster ist auch wirklich eigentlich recht angenehm. Also wenn man einmal weiß, wie es funktioniert, geht's auch. Man muss sich auch konzentrieren, junge Frau. Wenn man sich dann nicht konzentriert, dann ist das halt so, ne? Das ist schon, ja, nicht so prickelnd. Aber gut, was will man machen? So ist das halt. Ja, ja, Mittwoch war ja Allerheiligen bei uns, war ein Feiertag für uns. Und ich habe fleißig an der Sternjacke gesessen. Das hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich ja gestehen. Und ich bin auch gut weit gekommen. Aber gut, es ist noch nicht ganz fertig. Wie gesagt, es fehlt noch ein bisschen. 3, 4 Reihen, so rum muss ich noch häkeln. Weil, ja, sie wollte halt vorne mit sich die Jacke zumachen können. Und ja, damit sie das halt machen kann, habe ich gesagt, dann mache ich noch ein paar rein, damit das halt ein bisschen sauberer aussieht. Das werde ich euch dann auch so in dem Video zeigen, wie ich das mache. Meine Jacke ist ja vorne offen. Das ist, ja, für mich ist das völlig in Ordnung, weil ich habe meistens dann frei sozusagen vorne. Ich habe das nicht so gern, wenn vorne über den Pulli oder über das Shirt oder sowas, was noch so drüber ist und spannt. Ich finde, dann sieht man, ja, wenn ich dann was gegessen habe oder so, dann sieht man den Bauch so doll. Das muss nicht sein. No? Weiß nicht, manche kennen es vielleicht, andere wiederum nicht. Ja, oder es ist auch nur, vielleicht auch nur Kopfsache, ein bisschen Einbildung, so nach dem Motto. Aber gut. Ja, ich habe die Jacken aber meistens offen. Auch bei der Winterjacke oder sowas habe ich das offen, weil ich das angenehmer zum Tragen finde. Also für mich persönlich. Wenn es natürlich kalt ist, mache ich die Jacke auch zu, aber ja, ich fühle mich wohler, wenn es offen ist. Weiß nicht, wie ist das da bei euch so? Auch eine komische Frage, gell? Aber gut. Wir häkeln jetzt gerade noch bis dahin, wo ich war.
damit der Markierer richtig sitzt. Und dann schauen wir mal. No. Dann mache ich nachher noch eure Jacke soweit fertig oder die Jacke meiner Tochter. Und dann, wie gesagt, hoffe ich, dass am Donnerstag das Video da ist. Dass ich das bis dahin auch bearbeitet kriege. Ich bin ja auch die Woche arbeiten. Normal auf der Arbeit. Und deswegen, ja, ich mache das hier nur hobbymäßig. Und ich freue mich, dass ihr die Sachen so schön mit mir teilt. Dass ihr da interessiert seid und euch für die Sachen so mit mir interessiert. Das freut mich wirklich sehr. Finde ich sehr schön. No. Ja. Ihr seht es, das ist jetzt die Vorbereitung für den nächsten Mustersatz sozusagen. Das ist ein bisschen, ja, es wird halt hier immer mit weniger Maschen, also es wird immer unterschiedlich mit den Luftmaschen gehäkelt. Und ich muss euch da ehrlich sagen, also dann mal 2, dann 3, dann waren es 4 und ich habe mir das jetzt einfach vereinfacht. Ich habe mir das einfach gesagt, ich mache immer so viel Luftmaschen und fertig aus die Maus. Habe geguckt, dass es von meiner Maschenanzahl passt einfach und das tut es. 1, 2, 3, 4, 5. Das tut es und deswegen habe ich dann gesagt, dann bleibt das jetzt so fertig. Das ist für mich einfacher. Ich kann das dann, ja, muss nicht so viel abzählen. Ich meine, für diesen Blütensatz, da braucht man halt eine bestimmte Anzahl von den Maschen. Aber für sonst war das in Ordnung mit den Luftmaschen hier. Da hat man ja dann hier die ganzen Luftmaschen noch, die Luftmaschenkettchen hier. Und da ist das in Ordnung, wenn das die Anzahl hat, die ich habe. So, jetzt waren wir schon wieder da, gell? Ja. Passt, passt. Und passt. Und passt. Perfekt. So, machen wir unser Markierer rein. Dass das gesetzt ist. Jetzt ziehe ich ein bisschen weiter. Ich glaube, wir waren bei einer Blüte. Na gut, ich habe jetzt kurz vorher aufgehört oder ich habe schon ein bisschen weiter gehäkelt. Ah ne, ich glaube, wir waren bei hier. Gut. Ist ja nicht schlimm. Ihr habt es ja gesehen. Von daher passt das ja. So, und das Ganze wandert jetzt hier in meine selbst gehäkelte Tasche. Da kann das schön drin sitzen. Ihr seht es, mit dem Bobbel passt das auch wunderbar. Ja. Und dadurch, dass das hier so ein bisschen ist, das schon super. So, jetzt bin ich mir überlegen, mache ich dich rein? Ne, ich lege sie an die Seite. Genau. Dann haben wir hier unser Tüchlein und unseren Loop-Schal. Machen wir so rum. Ja, so rum ist besser, da fällt das Licht schöner. Ja, dann würde ich sagen, hören und sehen wir uns das nächste Mal. Schön, dass ihr dabei wart. Und könnt mir gerne ein Däumchen da lassen, wenn euch das Video gefallen hat. Auch gerne ein Abo, wenn ihr möchtet. Das ist natürlich kostenlos für euch. Ich betreibe das hier ja auch nur als Hobby. Und dann hören und sehen wir uns das nächste Mal. Bleibt gesund, habt einen schönen Tag, macht's gut, tschüss.